Kennst du das, wenn du eine bestimmte Person siehst und gebannt bist von ihrer Ausstrahlung und dich fragst, woher dieses Charisma kommt? Das ist wirklich ein Phänomen, finde ich auch. Deswegen möchte ich mit Ihnen heute dieses besondere Thema Charisma besprechen. Willkommen wieder bei meiner neuen Episode. Willkommen bei Changing Style Hamburg. Eure Jill Flux wieder am Start. Ich freue mich sehr, mit euch wieder dieses Thema zu besprechen oder mit euch ein besonderes Thema wieder zu besprechen. Das Thema ist, wie gesagt, Charisma. Und dieses Phänomen finde ich auch wirklich sehr interessant. Und da habe ich mir jetzt auch per Freestyle wieder ein paar Gedanken dazu gemacht und möchte mit euch ein bisschen über dieses Thema philosophieren und euch ein paar Anregungen und Tipps in die Hand geben, wie man an seinem Charisma oder an seiner besonderen Ausstrahlung arbeiten kann, beziehungsweise erstmal herauskristallisieren, was macht eigentlich Charisma aus, so dass man auch dementsprechend an seinem Charisma arbeiten kann, logischerweise. Genau, ich gehe das wieder ganz intellektuell durch und versuche euch auch ein paar praktische Tipps in die Hand zu geben und würde mich freuen, wenn ich euch anregen und inspirieren kann. Genau, was haben charismatische Menschen? Was für eine Ausstrahlung haben sie? Woher kommt das? Meiner Meinung nach ist es eine Aura, eine positive Aura, die diese Personen umgibt. Aura ist im Prinzip jetzt mal im Stegreif kurz mal definiert, ist der Energie, der um einen Menschen fließt quasi. Genau, das ist ein Energiefluss. Wir alle Menschen bestehen aus Energien, sage ich mal, und ist auch physikalisch zu berechnen. Da kann man gerne auch Physiker fragen. Ich möchte da auch jetzt nicht zu wissenschaftlich und auch nicht ins Detail gehen, weil so einfach eine Fachfrau zu diesem Thema bin ich auch nicht. Aber es ist definitiv eindeutig, dass wir Menschen eine Aura haben. Ob positiv oder negativ, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall zum Thema Charisma sich definitiv ein bestimmtes positives Aura bei solchen Menschen. Ein gutes Beispiel ist bei mir eigentlich, was mir definitiv bei Charisma eigentlich immer einfällt, ist Sean Connery von James Bond. Ich bin jetzt nicht so die James Bond-Guckerin, aber den ersten James Bond kennt eigentlich jeder. Jetzt im Alter, wo Sean Connery älter geworden ist, ich hoffe, er lebt noch, da ist er um einiges noch charismatischer geworden, finde ich. Als junger Mann war er sehr gut aussehend und hatte natürlich eine gewisse Ausstrahlung. Aber mit seiner Lebenserfahrung und mit seinem Ergrauen, sage ich mal, hat er in meinen Augen viel, viel mehr Charisma als zuvor schon. Und fällt mir eigentlich bei Charisma eigentlich immer ein, dieser einzigste Mann, der mir zu diesem Thema einfällt. Auch gibt es gerade bei Männern, finde ich, mehr als bei Frauen, finde ich, die im Alter bis mehr an Charisma zu legen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie im Laufe des Lebens auch mehr Erfahrung und mehr Weisheit und auch mehr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit sich aneignen sozusagen oder in ihrem Bewusstsein und Unterbewusstsein etablieren können sozusagen. Da komme ich von Punkt 1, positive Aura, auch gleich schon zu Punkt 2. Das ist die Unabhängigkeit. Das finde ich auch ziemlich charismatisch, wenn Menschen unabhängig sind und auf ihren Standpunkt quasi pochen können, in Anführungsstrichen, und auch zu dem stehen, was sie sagen und was sie tun und da auch relativ unabhängig sind und eigenständig sind. Das finde ich auch ziemlich charismatisch. Das ist jetzt auch meine Interpretation, genau wie Intuition und Instinkt sozusagen. Das ist meine Interpretation von Charisma. Im Internet habe ich da auch auf YouTube nicht so viel Prickelndes dazu gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und war da auch so ein bisschen enttäuscht. Und umso mehr ist es natürlich für mich eine Ermutigung, sage ich mal, meine Interpretation hier mit euch zu teilen, euch vorzutragen, in Anführungsstrichen. Da komme ich schon zu Punkt 3 auf jeden Fall. Das, was ich ziemlich charismatisch finde, und das sagen auch viele andere
YouTuber, sage ich mal, zu diesem Thema, die Präsenz von Menschen, die Charisma haben. Das würde ich auf jeden Fall auch so bestätigen. Wenn eine bestimmte Person in den Raum kommt und man merkt da nicht nur vielleicht auch ein gutes Aussehen, in den meisten Fällen auch, sagt man auch über charismatische Menschen, dass sie auch gut aussehen, aber auch eine positive Aura haben sozusagen, aber auch eine Präsenz an den Tag legen, bewusst oder unbewusst. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Körperhaltung, die innere Haltung auf jeden Fall, die innere Einstellung, das sogenannte Mindset, dass sie, wenn sie da sind, dann sind sie auch präsent und stehen auch zu dem, was sie präsentieren, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig haben sie auch eine bestimmte Aufmerksamkeit ihrem Umfeld gegenüber, meiner Meinung nach, höchstwahrscheinlich, so dass sie auch von anderen Menschen als, sage ich mal, positiv und sympathisch eingeschätzt werden, weil sie sich natürlich auch für die Umwelt und für andere Menschen interessieren. Jemand, der in den Raum kommt und sich gar nicht interessiert für irgendwie andere Menschen, die werden auch nicht großartig als sympathisch unbedingt vielleicht eingeschätzt, weil wer sich mit sich selber zu tun hat und vielleicht noch negative Energien in sich trägt und eine negative Aura ausstrahlt, der bin ich auch nicht gerade in diesem Moment als charismatisch angesehen, sage ich mal, an Anführungsstrichen. Da komme ich schon zu Punkt 4 mit der Persönlichkeit an sich. Es ist natürlich schwer, wir sind auf jeden Fall alle Persönlichkeiten, sage ich mal in Anführungsstrichen, jeder hat seinen eigenen Charakter, gute Seiten, schlechte Seiten, seine Fehler, seine Stärken und das macht natürlich unsere Person aus und wir sind natürlich Persönlichkeiten und Individuen an sich. Gerade in Europa haben wir auch das Glück und die Chance, sage ich mal in Anführungsstrichen, so sein zu dürfen, wie wir sind im Prinzip, ohne dass wir irgendwelchen Zwängen, nicht direkt Zwängen unterliegen sind, wie vielleicht in anderen autoritären Staaten, wo die Menschen halt auch nicht so viel geistige Freiheit haben, in Anführungsstrichen. Genau, da haben wir unsere eigene Persönlichkeit, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Wir sind viele, viele Milliarden Menschen, fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt und wir sind alle Individuen, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder Unikate und das ist auch gut so. Und was macht aber einen charismatischen Menschen aus von einem, sage ich mal, nicht so charismatischen Menschen ist auf jeden Fall die besondere Persönlichkeit. Da gibt es irgendwas Besonderes an dieser Person, die auf irgendeine Art und Weise positiv ins Auge sticht. Wie gesagt, eine positive Ausstrahlung und ein positives Mindset macht hier sehr viel aus, auf jeden Fall. Aber auch meiner Meinung nach ein gutmütiger, gutherziger Mensch hat definitiv auch Charisma. Da würde ich definitiv nicht einen bösartigen Menschen als charismatisch sehen, sondern eher einen gutherzigen Menschen mit Mitgefühl und Empathie als charismatisch anerkennen, sage ich mal, oder ansehen. Genau, da ist es auch mit der Persönlichkeit auch wie bei der positiven Aura die Ausstrahlung von so sehr großer Bedeutung sozusagen. Und mit Punkt 5 komme ich zum letzten Punkt sozusagen, das Selbstbewusstsein an sich. Das Selbstbewusstsein ist natürlich das Ausschlaggebende. Jemand, der nicht an sich selber glaubt und nicht ein Bewusstsein über sich selber oder seiner Person und Persönlichkeit hat, der wird auch nicht unbedingt Positives ausstrahlen, sondern eher nichtssagend sein, sage ich mal in Anführungsstrichen, und vielleicht auch nicht so positiv von anderen angenommen. Andere Personen sagen auch natürlich, auf YouTube zum Beispiel, das ist jetzt aber nicht mein Punkt, sondern was ich einfach noch mit dazu sagen wollte, ist, charismatische Menschen werden auch angesehen als Menschen, die auch aufmerksam sind anderen Menschen gegenüber und auch aufmerksam zuhören können und nicht sich selber nur in den Mittelpunkt setzen, sondern sein Gegenüber, die anderen Menschen eher im Mittelpunkt sehen als sich selber. Das würde ich auch definitiv auch so unterschreiben. Also jemand, der nur ich stundenlang Monologe von sich vorträgt, sage ich mal, bei einem Treffen, Veranstaltung oder was auch immer. Das finde ich auch nicht gerade positiv, beziehungsweise auch eher energieraubend auf Dauer.
Genau, charismatische Menschen sind dann auch eher, sage ich mal, ruhiger und zurückgezogener in diesem Punkt, dass sie sich nicht sofort in den Mittelpunkt setzen, sondern haben dieses bestimmte Kern in sich, das in sich ruht sozusagen und es nicht, sag ich mal in Anführungsstrichen, nötig hat, sich die ganze Zeit in den Mittelpunkt zu rücken. Genau, das würde ich definitiv auch so auf den Punkt bringen. Und mein Punkt zu Nummer 5 ist auf jeden Fall noch Charme. Also Charme ist hier auf jeden Fall immer charismatisch, wenn man ein gewisses Humor hat, einen gewissen Geschmack für Witze, sag ich mal, und auch positiven Charme hat und auch, wie gesagt, kommen wir zurück zur Ausstrahlung ist, das ist definitiv in meinen Augen auf jeden Fall auch charismatisch. Hier habe ich meine Punkte. Ich hoffe, das bringt euch so ein bisschen weiter. Und genau, dass ihr das einfach als Inspiration in die Hand nimmt. Das ist meine Interpretation, das sind meine Anregungen sozusagen, die ich euch gerne in die Hand geben möchte. Das ist jetzt hier einfach wieder auf Freestyle in Anführungsstrichen vorgetragen. Und genau, ich freue mich natürlich sehr, wenn es euch Spaß gemacht habt, ein bisschen euch anregen zu lassen. In dem Sinne wiederhole ich nochmal ganz kurz meine 5 Anregungen, meine Tipps sozusagen. Eine positive Aura, an seiner Aura arbeiten im Prinzip, dass man eine positive Einstellung hat, ein positives Mindset, positive Energien ausstrahlt. Nichts ist uncharismatischer als Negativität, sage ich mal. Zweiter Punkt, Unabhängigkeit, geistige Unabhängigkeit, definitiv. Das finde ich persönlich auch sehr charismatisch. Menschen, die wehleidig sind und selbstmitleidend sind und klammernd und, sage ich mal, uneigenständig, das finde ich nicht gerade unbedingt charismatisch. Das ist meine Interpretation. Deswegen habe ich hier mit dem Punkt 2 Unabhängigkeit genommen. Drittens bestätige ich auch auf jeden Fall die Präsenz, dass man sich, sage ich mal, wenn man irgendwo erscheint, dass man auch vor Ort ist, dass man anwesend ist, in Anführungsstrichen, dass man bei sich ist und dann dementsprechend auch aufmerksam ist seinem Umfeld gegenüber. Das ist definitiv, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, kommt definitiv sympathisch und charismatisch rüber. Punkt 4 ist natürlich seine eigene Persönlichkeit noch, sage ich mal, das Beste daraus zu machen. Was heißt noch? Das Beste versuchen aus seiner Persönlichkeit zu machen, also positiv zu sein, ein guter Mensch sein, ein gutes Herz haben und das dementsprechend auch ausstrahlen. Also nichts ist uncharismatischer, sage ich mal, als Menschen, die griesgrämig durch die Weltgeschichte laufen. Das ist auch ein Tipp von mir. Genau, Punkt 5, wie gesagt, Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein. Das ist definitiv ziemlich charismatisch, ohne dabei überheblich zu sein. Also nichts ist uncharismatischer, sage ich mal auch, wenn Menschen, wie gesagt, sehr ich-bezogen sind oder aber auch sehr stark bis leicht narzisstisch veranlagt sind. Das finde ich auch nicht gerade so charismatisch. Also lieber bodenständig sein und auch Bodenständigkeit präsentieren. Das ist definitiv meine Meinung. Und wie gesagt, das würde ich nochmal mit Punkt 6 definitiv dann abschließen mit Charme und nochmal Charme. Genau, Humor behalten, das ist definitiv und keep smiling, definitiv. Dazu mache ich auch ein Thema auf jeden Fall. Keep smiling und positiv sein. Und das Lächeln nicht vergessen, das ist sehr charmant und auch sehr charismatisch. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein charmantes, charismatisches Leben. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, motivieren und inspirieren. In dem Sinne freue ich mich sehr über ein Like, Share und Abo. Und bitte nicht vergessen, dieses Klingelchen da bei YouTube anzuklicken. Dann werdet ihr immer informiert über meine neuesten Videos. Genau, aktuell habe ich mittwochs und samstags meine Themenvideos, meine neuen Episoden. Vlogs mag ich nicht so gerne sagen und Blogs mag ich auch nicht sagen. Vlogs würde schon eher kommen. Wöchentliche Videos sozusagen, nennt man ja Vlogs, aber ich muss mich da jetzt nicht in diese, sage ich mal, Schublade stecken. Ich nenne es einfach meine Mittwochs- und Samstagsvideos. In dem Sinne, ich hoffe, das gefällt euch auch. Aktuell genau, lade ich zweimal die Woche Videos hoch mit vielen, vielen neuen Themen und meine Themen, ich habe sehr viele Ideen und sehr viele Themen
Und genau, arbeite auch immer wieder daran, sozusagen meine Vorträge im Freestyle ohne Stottern und ohne Mäh und so und große Fehler vorzutragen im Freestyle und ohne großartige Videobearbeitung in der Software und so weiter. Genau, deswegen setze ich lieber auf 2 Videos in der Woche statt groß und aufwendige Videobearbeitung über die Software. Das kostet nämlich sehr, sehr viel Zeit. Plus Intro, Outro und so, das spare ich mir momentan auch. Da bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, mein Format gefällt euch trotzdem, vor allem meine Themen und dass ich euch vor allem motivieren kann. Das ist nämlich mein Ziel, dass ihr motiviert seid und euch auch Gedanken über bestimmte besondere Themen macht und bestimmte Phänomene, die ihr so nicht überall hört und seht. In dem Sinne, bleibt charismatisch und bleibt euch treu. Bis dann. Schönen Abend noch. Bye bye.